So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit einem neuen Spiel, The Stanley Parable. Das habe ich schon mal gesehen. Noch nicht selber gespielt, aber mir schon mal ganz viel das angeguckt und ich fand es da richtig gut. Das Game ist jetzt, es gibt sich auf ein Thema aus, dass es hinterfragt quasi ein paar Sachen. Und es sei in einer Geschichte. Aber ich würde sagen, ich habe es noch nicht getestet, weil man kommt auf diesen Screen und ich meine, da wäre auch was mit, aber let's go. Deutsch. Bestätigen. Gut. Hast du Stanley Parable schon mal gespielt? Nein. Habe ich nicht. Bitte passenden Regler sagen, dass der Computer gerade noch sichtbar ist. Achso, hier wird's heller. Ich dachte, da wird's dunkler. So, das würde ich sagen. Bestätigen. Gib die aktuelle Uhrzeit ein. Oh, es passt. Es ist genau 11 Uhr. Bestätigen. Das ist gut. Hinweis, Einstellung der Barriere, Hauptmenü, Vorgabe. Okay. Gut. Es gibt schon mal ein Hauptmenü, das wusste ich nämlich überhaupt nicht. Das finde ich super cool an sich schon mal. Ja, ihr seht diese ganzen Monitore da hinten. Auch wo alles, das gesamte Spielgeschehen wirklich drauf passiert. Credits, Einstellungen. Ich würde sagen, bis gleich. Dann sehen wir uns nochmal. So. Da bin ich wieder. Ich würde sagen, wir können jetzt starten. Ich habe jetzt noch ein paar Einstellungen angepasst. Erstmal gegen das Mikro gehauen. Nice. Und nun kann es losgehen. Ist mit dem Mikro richtig? Ich habe ja neu. Ist halt bloß. Warten. This is the story of a man named Ihr seht Stanley. immer die Untertitel da unten. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. So. Ja, okay. Boah. Ey, die Maus. Warte mal kurz, das muss ich nochmal einstellen. Einstellung. Wie sensibel die Maus ist. Die ist ja ultra sensibel. Better. So. Bei mir unser Monitor. Können wir was machen? Oder kann ich hier? Ah, nee. Da passiert nichts. Oder, warte. Der Sound hat sich geändert, als ich am Telefon war. Also, All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Genau. Also wir sollen jetzt zum Meetingraum gehen. So scheint es erstmal. Ich sag so, das werden wir nicht immer tun. Ah, hier kann man nichts öffnen. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Wollen wir das machen? Genau darum geht es nämlich in diesem Spiel. Entscheidungen zu treffen und oder nicht. Zurück können wir nicht. Nein. Links oder rechts? Ich würde sagen, wir machen erstmal links. Wir gehen erstmal ganz normal den Plan durch.
So. Was haben wir hier? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping he might coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Die Frage ist, wie hoch müssen wir? Hier. Kann man da rein? Wenn man da rein kann, dann... Nee. Also, ihr merkt schon. Wir machen genau das, was er will. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret pin number. Okay. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Wohin sollen wir jetzt? Bleibt ja nicht viel übrig, außer hier. Ich habe einen leuchtenden Knopf gedrückt. Okay. Nice, es geht nach unten. Oh, es lädt, es lädt. Und wir gehen jetzt in einen neuen Bereich der Map. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Wir können auch nicht springen oder so. Oh. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Gut, wir sollen in die Mind Control Facility gehen. Und nun? The lights rose on an enormous room packed with television screens. Okay. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Ich denke schon. Warum nicht? Oh, wir können aber schleichen. Es gibt scheinbar auch Achievements. Ich liebe Achievements. Falls ein Spieleentwickler das hört, macht Achievements. Hier ist noch ein Knopf. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen. Wir können hier runterhüpfen. Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Da oben ist auch irgendwas Komisches. Wir waren 419. Oder 400 irgendwas. Sind wir das da nicht? Irgendwo da sind wir auf jeden Fall. Das da sind wir doch, oder? Nee, wir sind irgendwie 419, meine ich. Oder 427. Irgendwas, egal. Egal. Ich bin so gemeint von Minecraft, dass ich mal das hier drücke, aber... Was nun? This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human Hier ist die life. Facility Power. For he would dismantle the controls once and for all. Ich würde sagen, wir machen noch alles normal und im nächsten Part werden wir dann alles anders machen. System Power off. Okay, das war laut.
Was nun? Ich höre was. Was anderes. Was Neues. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? No. Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Doch nein, das werden wir nicht in diesem Part. Denn, wie der Moderator, der Sprecher schon erwähnt hat, ganz viele Geheimnisse warten noch auf uns. Hier, ich kann es jetzt schon mal ein bisschen spoilern. Das Game baut darauf auf, was für Entscheidungen du triffst. Was passiert, wenn wir zurücklaufen? Jetzt umdrehen. Das werden wir aber auch nicht bei diesem Versuch testen, sondern erst. Das machen wir jetzt noch ein bisschen, aber da gucken als kleiner Teaser. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Oh, wir haben ein Achievement erhalten. Ja! Doch was ist das? Wir sind wieder hier. Und es ist alles so wie gehabt. Ja, darum geht's hier in dem Spiel. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich sag tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao.